Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir schauen mal wieder zur Abwechslung auf den Server EU19 und gucken mal, was hier so mittlerweile passiert. Dort befinde ich mich momentan auf Stufe 326 und hier wollen wir mal gucken, ob wir heute wieder ein paar Level gepusht bekommen. Denn in der Zwischenzeit hatten wir ja jetzt relativ lange Seelen-Event unter anderem gehabt und ja, da hatten wir gute Chancen, auf jeden Fall auch unsere Unterwelt ein bisschen zu upgraden und damit einhergehend auch den Gladiator. Und ja, mal gucken. Hoffentlich wird uns das so ein bisschen was bringen. Die ersten Leute sind hier schon über 350 jetzt mittlerweile angekommen. Ja, die Pilzhasser festigen sich hier auch weiterhin in den Top-Rängen auf EU19. So war es eigentlich auch die letzten Wochen immer gewesen. Und ja, hier unten wird es dann schon weniger bei den Pilzhassern, weil die meisten sich hier oben aufhalten, so, ne? Genau, so sieht es auch aus in der Gilden-Ehrenhalle, ne? Da sind die Pilzhasser auch auf Platz 1, Ready for War auf der 2 und die Deserts auf Platz 3 momentan. Ne? Und ja, unser Ziel heute, mal gucken, wie weit wir kommen. Wir hatten jetzt auch genug Zeit, um hier Holz und Steine zu sammeln. Das kriege ich alles gar nicht los. Ritterhalle ist soweit auch schon auf das Maximum, so wie es jetzt gerade für die Festung halt eben geht. Und ja, jetzt bin ich halt am Ausbauen, aber kann die Ressourcen halt nicht richtig loswerden, weil die Ausbauzeit mittlerweile so stark sind, dass ja, wir jetzt schon einen kleinen Überfluss haben an Ressourcen, ne, und skippen ist ein bisschen zu teuer. Das gleiche in der Unterwelt. Hier haben wir dasselbe Problem. Hier haben wir auch Seelen über Seelen mittlerweile. Wir könnten easy hier schon den Gladi auf 14 ja, durchjagen und ich weiß jetzt nicht, wie teuer der 15er Ausbau ist, aber eventuell das sogar auch schon. Wir können Gladi vielleicht schon maximieren. Seelenextraktor habe ich noch nicht mal auf der 13, weil ich so viele Seelen gerade im Moment habe, dass ich einfach jetzt nur Herz der Finsternis ja, durchpresche und dann Gladi gleich hinterher ziehe, weil für mich jetzt nicht der Long-Term-Faktor hier im Spiel steht, sonst hätte ich auch den Seelenextraktor weiter ausgebaut. Dadurch, dass wir ja auf dem Server hier nur noch bis zum 22. Juni beziehungsweise halt eben bis zum Legendary Dungeon spielen werden und danach wird der Account dann halt eben hier auch stillgelegt. Ne? Also ich bin ja hier schon viel, viel länger drauf, als ich eigentlich ursprünglich geplant hätte. EU19 ist ja jetzt auch schon eine Zeit lang her. Aber mir hat der Server auf jeden Fall noch Spaß gemacht und die Klasse als Nekromant wäre auch die Klasse, wo ich sagen würde, okay, wenn jetzt keine neue rauskommt, die mir gefallen würde, würde ich, glaube ich, den Nekromant als erstes als neuen Langzeitchar sehen. Aber ja, aber das nur, wenn es halt eben sein muss. Ne? Ansonsten würde ich schon ganz gerne eine neue Klasse bevorzugen. Wir haben hier 92.000 Spieler auf EU19 gerade, was okay ist, sag ich mal, für einen Server, der vor EU20 gelauncht ist. Und ja, wir gucken mal als erstes ins Dämonenportal rein. Mal gucken, ob wir das Ding hier one-shotten können. Ich glaube, es könnte klappen, falls wir ein bisschen Glück haben. Ja, wenn so ein Hound crittet, dann sieht es ganz gut aus. Dann könnten wir hier schon mit einem Prozent mehr questen. Jo, perfekt, sehr schön. Da haben wir nochmal 7,9 Millionen Lebensenergie mehr. Das ist sehr schön und das steigert natürlich auch nochmal unsere Chancen in den Dungeons. Denn ich hatte hier vorher meinen aktuellen Stand mal durchgelesen. Und das sind die Chancen jetzt, ja, von heute, beziehungsweise vor dem Dämonenportal, was wir jetzt ja nochmal gelegt haben. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es schaffen, aber war tatsächlich ganz okay. Dadurch erhöhen sich diese Chancen jetzt natürlich nochmal. Will ich jetzt aber nicht nochmal durchlesen, aber ich denke mal, ein paar 0,0% Chancen sind jetzt da vielleicht dazugekommen durch diese 7 Millionen Leben hier. Und ja, das ist natürlich nur förderlich und wir versuchen natürlich jetzt noch eine höchstmögliche Stufe zu erreichen, bevor wir dann Ende des Monats den Legendary Dungeon betreten werden und dort halt uns ein letztes Mal dann neu equippen und dann halt eben, ja, so langsam hier auf dem Server dann Adieu sagen. Ne? Deswegen schauen wir mal zuerst mal rein, was wir hier legen können überhaupt. Wir haben hier einmal in Hemoridor haben wir Schmauch. Ja, da werden wir mal zuerst reinschauen und dann mal einen nach den anderen Gegner hier eliminieren. Und angefangen hier in Hemoridor bei Schmauch. Mal gucken, wie viele Pilze
er benötigt. Ansonsten Verzauberungen sind soweit auch schon überall drauf natürlich, ne? Hatte ich jetzt auch nochmal kurz vor der Folge geprüft, ob wir jetzt hier auch überall unsere aktuellen ja, Verzauberungen drauf haben. Und was muss ich sehen hier? Was muss ich sehen? Für 8% lässt er sich aber ziemlich Zeit hier. Holy shit. Also es hat sich nicht angefühlt wie... Ach nee, das war 5%, okay. Ja, aber trotzdem 5% auch immer noch relativ viel. Dann haben wir als nächstes die nordischen Götter. Die sind ein bisschen weiter oben. Da haben wir hier einmal Thor am Start. Ja, das Ding ist halt, die Gegner hier bringen noch nicht allzu viel XP. Deswegen, ja, ich möchte die trotzdem aus dem Weg räumen. Aber so viel bringen sie jetzt im Moment noch nicht. Ja, und wenn die jetzt nachher anfangen, so Prozentchancen zu haben von 0,5% oder so, ich glaube, dann lasse ich das an der Stelle lieber sein und heb mir dann die Pilze dafür auf, die dann im Gladiator oder so zu investieren, beziehungsweise in der Unterwelt zu skippen oder so, damit wir dort halt so schnell wie möglich noch einen höchstmöglichen Gladi kriegen, ja, um halt eben weiterhin gut in den Dungeons hier zu performen, ja. Ja, bei Thor, ich wollte schon sagen, sieht es auch schon wieder kritisch aus hier an der Stelle, aber den haben wir auch down. So, jetzt wird es halt interessant. Jetzt haben wir hier einmal den Olymp. Ich glaube, wir haben auch noch relativ viel im Wirbelwind offen, ne? Da hatte ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht reingeschaut gehabt. Da müssen wir mal gucken, ob wir da ein bisschen was aufholen können. Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiterhin drauf geachtet. Gucken wir mal kurz in den Wirbelwind rein, wie es hier aussieht. Ob wir jetzt hier mittlerweile ein paar Stufen weiterkommen. Oder ob wir immer noch relativ stuck hier sind. Ja, nö. Ein paar Stufen scheinen wir wohl zu kriegen. Ja, Level Up, Stufe 327, sehr schön. Ja, jetzt kommen wir nämlich schon so langsam nachher, aber langsam aber sicher in die Bereiche, wo die ersten Leute anfangen, hier Dungeon Pause und sowas dann einzulegen. Ne? Da kann man ja schon, weiß ich nicht, die meisten fangen glaube ich so mit 350 an. Man kann teilweise schon mit 340 oder so anfangen, so. Das wäre jetzt auch nicht so das Problem, aber ja, ich glaube, der Schnitt ist so, liegt glaube ich so bei 350 circa, wenn ich jetzt so schätzen müsste. Ja, gut, hier, ja, geht auch noch mal hier und da ein bisschen was, ne? Allerdings auch für einen hohen Preis, den man hier zahlen muss. So, dann gucken wir nochmal, was haben wir als nächstes? Olymp. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Hermoridor, der hat wieder viel Prozent, aber die Nazgüle davor, die müssen wir aus dem Weg räumen, die haben 0,62, aber danach wäre der easy. Wie sieht es denn danach aus? Haben wir hier noch irgendwas? Ja, nee, da sieht schon wieder schwierig aus, sag ich mal. Wir können mal versuchen, ob wir an den Nazgülen weiterkommen, weil der Gegner danach wäre wieder ein bisschen leichter. So, schauen wir mal. Dann, das wäre auch hier der Endboss tatsächlich dann. Hier haben wir einen Battle Mage. Gucken wir mal. Der hat jetzt... Lol. Ja, das check ich immer nicht, ne? Das check ich immer nicht, Alter. Wir haben jetzt hier die Nazgüle aus dem Weg geräumt. Die haben 0,62, ja. Das war so, keine Ahnung, eigentlich ein relativ schwieriger Gegner. Und der mit 5%, der hat so ewig lange gebraucht. Der hat, keine Ahnung, über 100 Tries oder so bestimmt gebraucht. Und der mit 0,62 war jetzt wieder fast Free Try. Also das soll mal mir einer erklären. Ja, okay, dann sind wir hier beim Endboss. Monster im See. Ja, der sollte wieder ein bisschen einfacher gehen. Mal gucken. Ja, ging relativ easy und damit können wir den auch von der Liste streichen hier. So, damit haben wir auch schon mal ein bisschen Progress gemacht und haben den nächsten Dungeon freigeschaltet. Und zwar den Ascheberg. Ja, von denen habe ich mir jetzt nicht die Prozente hier mal aufgeschrieben bzw. ausgerechnet, weil der ist natürlich jetzt neu. Den haben wir ja jetzt erst im Video freigeschaltet, deswegen ja, habe ich hier keinen Plan, was der an Prozente haben könnte so. Ne? Aber gut, sieht der jetzt nicht aus. Ja, wir schauen mal, was haben wir denn hier noch so auf der Abhakliste. Wir hätten noch einmal im Olymp, hätten wir noch hier, ne, das sind nordische Götter, hier Olymp. Cerberus hätten wir noch mit einer 1%igen Chance. Der würde auch noch einigermaßen liegen so. Gucken wir uns mal den Gegner an, wie es hier aussieht. Aber wie gesagt, das sind halt Gegner, die geben alle nicht viel XP. So, und in der Schattenwelt, ja, da ploppt hier einfach noch nichts auf. Großartig so, ne? Schattenwelt, weiß ich nicht, da kommen wir im Moment auch nicht wirklich weiter. Finde den Schlüssel in der Edelstimme. Okay, wir könnten hier im 13. Stock
Könnten wir vielleicht mal gucken. Ansonsten der Drachenhort hier. Sieht auch relativ schwierig aus. Wir können mal schauen, ob wir vielleicht einen Key kriegen. Ja. Die Skips sind natürlich hier ein bisschen teuer. Ich weiß bloß nicht, wie sind die Steine mittlerweile. 500er Steine. Ja, okay. Ja, wir hatten ja jetzt auch hier das, naja, wir hatten ja jetzt auch Festungsevent, deswegen auch ein bisschen schwierig jetzt hier nach den Steinen zu skippen. Aber ich will eigentlich nur den Key haben. Okay, da haben wir den Schlüssel für die Unterwelt. Ja, für die Schattenwelt. So. Aber ich glaube, ja, gut, hier kommen wir auch nicht wirklich weiter. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es macht, glaube ich, nicht viel Sinn, hier großartig in die Dungeons reinzutryen. Ich glaube, es macht tatsächlich ein bisschen mehr Sinn, sich vielleicht noch die Pilze aufzubewahren für den Gladiator oder so. Selbst hier im Olymp. Ja, selbst wenn der liegen sollte mit 1%, was auch immer noch okay ist. 1% ist jetzt auch nicht zu wenig so, aber braucht man schon ein paar Tries für. Selbst wenn der liegt, gibt er nicht so viel XP, dass sich das, glaube ich, so lohnen würde, den halt zu attacken. Sodass ich sagen würde, Osteros, das Hügelbeet, 0,41. Ja, der könnte sich nochmal lohnen. Ja, wir können mal ein paar Tries hier mal probieren. Aber das Ding ist halt, der hat 0,4. Ne? Wir haben halt eben gesehen, ja, das hat halt manchmal nichts zu sagen so. Das Hügelbeet würde sich nochmal lohnen von der XP her. Allerdings ja, wird er auch wahrscheinlich einiges an Pilze schlucken, ehe der liegt. Wir gehen mal bis 600 Pilze runter und danach würde ich aber sagen, lassen wir es erstmal hier gut sein. Ja, dann sparen wir uns die Pilze auf für die kommenden Tage, für den Gladiator und dann gucken wir nochmal in die Dungeons rein. Ein paar haben wir ja jetzt gelegt, hier ein Level-Up haben wir gemacht. Es geht nicht mehr so schnell voran wie die ersten Level, so. Es macht sich schon bemerkbar jetzt so langsam in Richtung Mitte 300, also 350 so, oder beziehungsweise zwischen 300 und 400 da die Mitte. Okay, das ist umständlich erklärt, aber ja, okay, gut, da gucken wir halt später nochmal rein. Wir haben ein paar Leute besiegt hier, ein paar Gegner, auch im Wirbelwind. Ne? Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Pet-Habitate, wo man auch noch ein bisschen was hier machen könnte. Guckt bitte nicht bei mir hier auf die Pets, schaut euch da nicht nichts ab. Ich spiele den Server hier nicht langfristig, deswegen, ja, habe ich mir jetzt auch hier dementsprechend keine Mühe gegeben bei den Pets großartig, weil ich ja eh nicht lange hier drauf spielen wollte. So, aber das ist jetzt erstmal so der aktuelle Zwischenstand. Ne? Ich denke mal so eins der letzteren Videos hier von EO19. Es wird nochmal ein bisschen Content Ende des Monats zu dem Server hier geben von mir aus. Aber ansonsten neigt sich das hier auf jeden Fall auch so langsam, aber sicher dem Ende. Das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.